Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du das Infinix Note 60 zurücksetzt. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir unser Handy zurücksetzen können. Die erste und empfohlene Methode ist das Zurücksetzen über die Einstellungen. Also fangen wir mit dieser Methode an. Öffne sie einfach, dann scrolle nach unten, bis du System findest. Es befindet sich ganz unten. Und hier klickst du auf Telefon zurücksetzen. Neben dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können wir hier auch die WLAN-Einstellungen zurücksetzen, sowie die Kalibrierung und die Parameter zurücksetzen. Aber in unserem Fall interessiert uns die letzte Option. Darauf müssen wir tippen. Natürlich solltest du dir bewusst sein, dass dabei alles dauerhaft von deinem Gerät gelöscht wird. Du kannst zum Beispiel vor dem Zurücksetzen ein Backup deiner Daten erstellen. Auf unserem Kanal findest du ein Video, wie du ein Backup auf diesem Handy erstellst. Wenn du möchtest, kannst du es dir anschauen. Wenn du jetzt auf Alle Daten löschen klickst, wird dein Gerät ausgeschaltet und nach ein paar Sekunden automatisch wieder eingeschaltet. Dann siehst du den Einrichtungsprozess. Du musst diesen durchlaufen, wenn du das Gerät benutzen möchtest. Was die zweite Methode betrifft, handelt es sich um ein Zurücksetzen über den Wiederherstellungsmodus. Diese Methode wird zum Beispiel empfohlen. Eigentlich, was diese Methode betrifft, ist sie vielleicht nicht unbedingt empfohlen, aber wenn du sie verwenden möchtest, musst du ein paar Dinge beachten. Das erste ist, dass wenn du dein Gerät über den Wiederherstellungsmodus zurücksetzt, dann möchte das Handy während des Einrichtungsprozesses deine Identität überprüfen. Und du musst deinen Sperrbildschirmcode eingeben oder das Muster zeichnen, falls du eines hast, oder du musst dich mit deinem Google-Konto anmelden, mit demselben Google-Konto, das du vor dem Zurücksetzen deines Handys verwendet hast. Wenn du das vermeiden möchtest, kannst du zum Beispiel jetzt deinen Sperrbildschirm komplett deaktivieren und dich auch von deinem Google-Konto abmelden, dann wirst du das umgehen. Um das Zurücksetzen über den Wiederherstellungsmodus durchzuführen, müssen wir unser Gerät zuerst ausschalten, also halte die Power-Taste gedrückt. Halte weiter gedrückt und tippe dann auf Ausschalten. Und bestätige. Für den Wiederherstellungsmodus müssen wir jetzt gleichzeitig die Power-Taste und die Lauter-Taste drücken. Nach ein paar Sekunden kannst du die Power-Taste loslassen, aber halte die Lauter-Taste weiterhin gedrückt. Wir sollten das Infinix-Logo sehen. Einfach weiter gedrückt halten. Lass keine der Tasten los. Falls es nicht erscheint, wiederhole den Vorgang einfach. Halte beide Tasten weiterhin gedrückt. Jetzt kannst du die Power-Taste loslassen, aber halte die Lauter-Taste weiterhin gedrückt. Okay, halte die Lauter-Taste weiterhin gedrückt. Wir haben das Infinix-Logo. Und wir sind jetzt im Wiederherstellungsmodus. Jetzt müssen wir mit den Lautstärke-Tasten Daten löschen, Werkseinstellung auswählen. Bestätige nun, indem du die Power-Taste drückst. Natürlich wird dabei auch alles gelöscht, behalte das im Hinterkopf. Jetzt auf Werkseinstellungen zurücksetzen und bestätigen. Okay, das Löschen der Daten ist abgeschlossen. Wähle System jetzt neu starten. Drücke die Power-Taste und jetzt müssen wir einfach nur warten, bis unser Handy startet und wir auch den Einrichtungsprozess sehen, genau wie bei der vorherigen Methode. Alles klar. Und das war alles in diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Hat dir das Video geholfen? Dann lass ein Like, einen Kommentar da und abonniere uns.